Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Auf einem fernen Exoplaneten wurde eine massive Pyramide entdeckt, die der Schwerkraft trotzt, mit einer seltsamen Energie pulsiert und unmögliche Schatten wirft. Die Top-Wissenschaftler der NASA sind verblüfft. Niemand weiß, wie er dorthin gekommen ist oder was er bedeutet. Ist es ein natürliches Phänomen oder das erste Anzeichen dafür, dass wir nicht allein sind? Bleiben Sie dran, das Rätsel wird nur noch größer. Die erste schwimmende Pyramide, Ceres. An der kosmischen Grenze ist etwas Außergewöhnliches aufgetaucht, eine schwebende Pyramide auf einem fernen Planeten, die das Sternenlicht wie geschmolzenes Gummi krümmt. Die NASA, die einst Ceres mit seinen glühenden Kratern und dem riesigen dreieckigen Berg bestaunte, sieht sich nun mit etwas noch Rätselhafterem konfrontiert. Dies ist nicht einfach nur ein Berg oder eine Felsformation. Es ist etwas völlig Einzigartiges, ein Bauwerk, das den Boden nicht einmal berührt. Die Pyramide schwebt. Sie pulsiert sanft, fast wie ein Herzschlag, der in der Leere des Raums widerhallt. Sie wirft Schatten auf die scheinbar dünne Luft. Ein Phänomen, das den Gesetzen der Physik, wie wir sie verstehen, widerspricht. Und nun tauchen Berichten zufolge weitere Pyramiden tief im Weltraum auf, was das Rätsel vervielfacht und die Wissenschaftler um Erklärungen ringen lässt. Vor diesem neuen kosmischen Rätsel hatte Ceres bereits bewiesen, dass sie alles andere als gewöhnlich ist. Stellen Sie sich ein spitzes, hoch aufragendes Dreieck vor, fast 3 Meilen hoch, das aus der Oberfläche des Planeten herausragt wie ein Denkmal, das für Wesen errichtet wurde, die wir uns nicht vorstellen können. Es handelte sich weder um einen zerbröckelten Kraterrand, noch um einen zufälligen Trümmerhaufen. Diese Formation war zu scharfkantig, zu symmetrisch und zu ursprünglich, um einfach abgetan zu werden. Unglaublicherweise deuteten einige Scans sogar darauf hin, dass sie nicht vollständig mit dem Boden verankert war. Ursprünglich waren die Erwartungen der NASA an Ceres bescheiden. Aus der Ferne sah er nur wie eine trübe, kalte, graue Kartoffel aus, die lautlos im Weltraum trieb. Doch alles änderte sich, als sich die Raumsonde Dawn in einer Umlaufbahn von nur 2700 Meilen über der Oberfläche näherte. Wie eine kosmische Skulptur ragte eine dreieckige Spitze aus der Leere, die fast so aussah, als würde der Planet selbst stolz ein Geheimnis enthüllen, das er seit Äonen verborgen hatte. Aber die Merkwürdigkeit hörte damit nicht auf. Als die Kameras von Dawn näher heranzoomten, entdeckten sie etwas noch Bizarreres: helle, reflektierende Flecken, die über einen gigantischen Krater von 55 Meilen Ausdehnung verstreut waren. Diese glänzenden Flecken funkelten, als hätte jemand Sternenstaub auf die Oberfläche gestreut. Um diese funkelnden Anomalien zu entschlüsseln, setzte die NASA ein Hightech-Infrarot-Mapping-Spektrometer ein. Jedes Mineral auf Ceres hat seine eigene Lichtsignatur, wie ein Fingerabdruck. Doch die Messwerte dieses Instruments stimmten mit keiner bekannten Substanz auf der Erde oder in benachbarten Himmelskörpern überein, was das Rätsel noch weiter vertiefte. Als immer mehr Daten eintrafen, häuften sich die Merkwürdigkeiten. Die Wissenschaftler beobachteten Krater in Kratern, einige mit zentralen Gipfeln, die es gar nicht geben dürfte. Es war, als wäre Ceres von einem endlosen kosmischen Chaos heimgesucht worden und hätte sich doch irgendwie immer wieder neu erfunden. Dieses Verhalten ist zwar für weit entfernte Eismonde jenseits des Neptun üblich, aber für ein Objekt wie Ceres war es bisher ohne Beispiel. Carol Raymond, eine der führenden Expertinnen der NASA, gab offen zu, dass das Missionsteam nie mit einer solchen Komplexität gerechnet hatte. Ihr zufolge wies Ceres weit mehr zentrale Gruben und merkwürdige Strukturen auf als jede andere Welt in der Nähe. Dies deutete darauf hin, dass unter seiner ramponierten Oberfläche verborgene Kräfte am Werk waren, Kräfte, die sie nicht sehen konnten, deren Anwesenheit aber unübersehbar war. Die Oberfläche von Ceres ist wie ein Tagebuch, das aus Narben, Kratern und seltsamen Formationen besteht. Jede einzelne erzählt eine Geschichte von Gewalt, Widerstandsfähigkeit und alten Geheimnissen. Die Dawn Mission, die seit Anfang März in ständigem Umlauf ist, sollte bis Juni in einer Höhe von 2700 Meilen bleiben. Danach würde sie auf nur 900 Meilen über Ceres abtauchen und den Wissenschaftlern einen noch genaueren Blick auf diese chaotische, uralte Welt ermöglichen. Als die Morgendämmerung ihre Umlaufbahn enger zog, wurden die Geheimnisse noch größer. Ceres war alles andere als ein statischer, toter Felsen, sondern pulsierte mit subtilen Bewegungen. Helle Flecken auf seiner Oberfläche veränderten sich mit seiner Rotation und blinkten rhythmisch wie eine himmlische Diskokugel.
Einige Wissenschaftler vermuteten, dass der Winkel des Sonnenlichts das Phänomen erklären könnte. Aber viele waren nicht überzeugt. Die Helligkeitsveränderungen waren zu dramatisch, zu eigenartig. Fast so, als würde etwas unter der Oberfläche versuchen, auszubrechen. Auch der dreieckige Berg löste im Team heftige Diskussionen aus. Seine Winkel waren beunruhigend gleichmäßig. Seine Ecken sind scharf. Ihm fehlten die abgerundeten, erodierten Merkmale, die für natürliche Berge typisch sind. Er sah nicht wie ein gestreckter Bergrücken oder eine eingestürzte Kuppel aus. Er wirkte absichtlich und gewollt. Natürlich kann die Natur Wunder erschaffen, aber die Symmetrie hier war beunruhigend. Noch seltsamer war, dass von der Basis aus leichte Erhebungen ausgingen, die an die Fundamente eines vergessenen Bauwerks oder an Stützen erinnerten, die etwas von enormer Bedeutung tragen sollten. Je mehr Dawn kartierte, desto seltsamer wurde Ceres. Einige Krater wirkten verdächtig jugendlich, andere waren unerklärlich verformt. Ihre Ränder waren abwechselnd zerklüftet und unheimlich glatt. Es schien, als hätten mehrere Kräfte Ceres zu verschiedenen Zeiten geformt und wie eine kosmische Steppdecke von unsichtbaren Händen zusammengeflickt. Dies war nicht einfach nur ein Felsen. Dies war eine Welt mit einer Geschichte. Ein Ort, der möglicherweise durch Einschlagstürme, uralte Eisvulkane und vielleicht, nur vielleicht, durch Prozesse geformt wurde, die wir heute kaum noch nachvollziehen können. Was die Sache noch interessanter macht: Ceres folgt keiner typischen Umlaufbahn. Seine Bahn wackelte leicht, was auf Gravitationseinflüsse von Jupiter hindeutet oder vielleicht auf etwas Dichteres. Etwas, das in Ceres selbst verborgen ist und ihn auf subtile Weise aus dem Gleichgewicht bringt. Die Rechnung ging nicht auf, und das erregte die wissenschaftliche Gemeinschaft nur noch mehr. Selbst die Lichtreflexe des Planeten erzählten beunruhigende Geschichten. Einige Regionen erschienen rissig und verbrannt, andere glänzten wie von unsichtbarer Hand poliert. Gelegentlich tanzten seltsame Schatten in Kratern und erzeugten flüchtige Illusionen von Türmen, Bögen und Brücken, Fata Morganas, die den Eindruck erweckten, dass etwas auf Ceres viel älter und seltsamer war, als man sich vorzustellen gewagt hatte. Ceres, so schien es, war ein Meister darin, seine Geheimnisse zu verbergen und sie nur bruchstückhaft zu enthüllen. Ein Lichtblitz hier, ein zerklüfteter Abhang dort, eine Biegung in einem Krater, die von längst vergessenen Geschichten erzählte. War Ceres nur eine Kuriosität? Ein Überbleibsel der chaotischen Geburt des Sonnensystems? Oder war er mehr, ein Relikt einer alten, verlorenen Epoche? Das Dawn-Team der NASA hatte die Antworten noch nicht. Aber mit jeder Umkreisung, jedem Scan, jedem Pixel, das zur Erde zurückgeschickt wurde, wurde das Rätsel größer. Die Teile des Puzzles, die über Ceres ramponierte Oberfläche verstreut waren, deuteten auf eine Geschichte hin, die weitaus komplexer war, als man je erwartet hatte. Und gerade als es schien, dass Ceres die Krone der kosmischen Seltsamkeiten innehatte, setzte das Universum noch einmal einen drauf. Weit jenseits von Ceres, dort draußen in der tiefen Dunkelheit, erschien etwas noch Seltsameres. Nicht nur ein Berg, nicht nur ein Rätsel, sondern eine schwebende Pyramide, die die Regeln der Physik bricht und die Sterne selbst in ihrer stillen, eindringlichen Anwesenheit erzittern lässt. Wenn der Weltraum noch unheimlicher wird. Gerade als wir dachten, Ceres hätte mit seinen glühenden Kratern und pyramidenförmigen Bergen bereits den Goldstandard für Seltsamkeiten im Weltraum gesetzt, hat etwas noch Seltsameres die kosmische Bühne betreten. Und dieses Mal geschah es nicht nebenan auf dem Mars oder einem staubigen Asteroiden. Nein, dieses Mal spielt sich der wahre Wahnsinn auf einem weit entfernten Exoplaneten ab, der einen Stern umkreist, dessen Namen Sie sich wahrscheinlich auf der Zunge zergehen lassen müssen, um ihn auszusprechen. Stellen Sie sich vor, eine riesige Pyramide, die sich nicht aus Sand oder Stein, sondern aus dünner Luft erhebt. Keine Kabel, keine Triebwerke, keine Plattformen. Sie schwebt einfach da, trotz allem, was wir über Schwerkraft zu wissen glaubten. Es handelt sich hier nicht um einen Instagram-Hoax oder eine Teleskopstörung, die ein Praktikant über Nacht beheben kann. Echte Wissenschaftler, die sich normalerweise monatelang über die chemische Zusammensetzung von Weltraumstaub streiten, sitzen jetzt fassungslos da und starren auf die Daten, die ihnen entgegenblinken. Die High-End-Instrumente der NASA entdeckten die Anomalie beim Scannen eines vermeintlich langweiligen, felsigen Exoplaneten, die Art von Ort, an dem Wissenschaftler ihren Kaffee schlürfen und nichts Ungewöhnliches in ihre Protokolle eintragen. Doch dann fanden sie statt einer rissigen Oberfläche oder einer gefrorenen Einöde etwas,
das in keine Kategorie passte. Eine perfekt geometrische Struktur, scharfkantig, symmetrisch, völlig fremd gegenüber allem, was die Natur normalerweise hervorbringt. Zunächst klammerten sich die Experten an die bequemen, bekannten Ausreden. Vielleicht war es ein Trick des Lichts, vielleicht eine Reflexion, die von Eisformationen abprallt. Könnte es sich um eine einfache optische Täuschung handeln, die durch den Winkel des Teleskops verursacht wurde? Aber keine dieser Erklärungen überlebte den zweiten und dritten Blick. Diese Struktur war nicht schimmernd wie Eis, sie war nicht verwittert wie ein Berg. Es war nicht natürlich, es sah wie eine Konstruktion aus. Und dann kam das beunruhigendste Detail. Die Pyramide saß nicht einmal auf der Oberfläche. Es schwebte ein paar Meter über dem Boden und hielt seine Position mit einer Art ruhiger Arroganz, als ob die Gesetze der Physik hier einfach nicht gelten würden. Kein aufgewirbelter Staub unter ihm, keine Wärmesignatur, die das magnetische Schweben erklären könnte. Nur eine kalte, ruhige Aufhängung, als hätte der Planet selbst zugestimmt, etwas zu beherbergen, das sich dem menschlichen Verständnis völlig entzieht. Die Reaktion auf der Erde war eine seltsame Mischung aus Aufregung, Unglauben und einer schleichenden, unausgesprochenen Angst. Wissenschaftler, die ihre Karriere auf Skepsis aufgebaut hatten, murmelten nun das Undenkbare. Was wäre, wenn dies gebaut worden wäre? Was wäre, wenn etwas oder jemand zuerst hier gewesen wäre? Die Spekulationen explodierten. War dies der Beweis für eine alte Zivilisation, die längst untergegangen ist, aber ein kosmisches Monument hinterlassen hat? War es eine außerirdische Struktur, die noch aktiv ist, wartet und beobachtet? Oder war es ein Phänomen, das so bizarr ist, so außerhalb der Grenzen dessen, was wir kennen, dass uns sogar die Sprache fehlt? Um es richtig zu beschreiben? Im Moment schwebt die Pyramide noch im Dunkeln. Instrumente scannen weiter, Forscher streiten weiter. Und Verschwörungstheorien vermehren sich schneller als Bakterien in einer Petrischale. Aber eines kann niemand leugnen. Der Weltraum dieser Stille, endlose Ozean jenseits unseres kleinen blauen Planeten, ist gerade noch merkwürdiger geworden. Und irgendwo da draußen, jenseits der Reichweite von Raumschiffen oder Satelliten, hängt eine stille Pyramide in der Leere, die uns beobachtet, wartet und uns daran erinnert, dass wir im großen Plan des Universums immer noch nicht viel wissen. Das unmögliche Objekt. Die Wissenschaftler setzten jedes Objektiv, jeden Filter und jeden Datensatz ein, den sie zur Verfügung hatten. Doch nichts konnte es zum Verschwinden bringen. Die Dreiecksform tauchte immer wieder auf, beständig und selbstgefällig. Und jetzt beginnt das wahre Chaos. Dieses Ding ist nicht nur ein flaches Bild. Mehrere Blickwinkel zeigen die gleiche Struktur von verschiedenen Seiten. Es wirft sogar einen Schatten in die Luft. Das ist keine Metapher. Die Anwesenheit der Pyramide bringt die Atmosphäre unter ihr durcheinander. Was bedeutet, dass sie physisch vorhanden ist, sich aber nicht an die Naturgesetze hält, auf die wir uns geeinigt haben. Ein Forscher sagte, es fühle sich an, als ob die Realität gestört wäre. Und sie können darauf wetten, dass diese Bemerkung nicht in die offizielle Pressemitteilung aufgenommen wurde. Die Oberfläche unter ihm ist auch nicht hilfreich. Radarscans zeigen keinen Krater, keine Basis, keinen Ankerpunkt. Es hängt einfach da draußen, kühn und unverfroren. Die Wissenschaftler suchten nach Wärme, Funksignalen, Anzeichen von Leben oder Energie. Nichts, totale Stille. Das macht es in gewisser Weise noch lauter. Aber die Pyramide ist nicht die einzige seltsame Sache, die auf diesem Exoplaneten passiert. Das Wetter ist ein einziges Durcheinander. Die Wolken bewegen sich in seltsamen Schleifen. Die Windmuster drehen sich in Spiralen. Und Teile der Oberfläche scheinen ohne Wärmequelle zu leuchten. Es ist, als würde der ganze Ort versuchen, eine Zaubershow zu veranstalten. Und die Pyramide ist der Hauptdarsteller. Diese Vorstellung bringt einige Leute um den Schlaf. Der seltsame Puls der Pyramide. Wenn diese Pyramide von einer toten außerirdischen Ethnie stammt, wie hat sie dann überlebt? Warum treibt sie dort? Und warum jetzt? Warum taucht sie auf? Wenn wir endlich die richtigen Instrumente haben. Um sie zu sehen? Verdächtiges Timing. Meinst du nicht auch? Aber warte, da ist noch mehr. Die Instrumente haben winzige Lichtimpulse aus dem Inneren der Pyramide aufgefangen, regelmäßig wie ein Herzschlag. Sie sind schwach, kaum wahrnehmbar, aber sie sind da. Die Wissenschaftler überprüften 3-mal, um sicher zu gehen, dass es kein Gerätefehler war. Das war es nicht. Die Pulse kamen immer wieder, in perfekten Abständen. Tick, 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 als würde es darauf warten, etwas zu tun. Auf den letzten Scans erschien eine andere Form in der Nähe. Kleiner, nicht ganz so ausgeprägt.
aber definitiv nicht natürlich. Und einfach so ist das schwimmende Dreieck nun der Anführer einer seltsamen kleinen Flotte. Ob es sich um Monumente, Maschinen oder etwas dazwischen handelt, weiß niemand. Aber die Stimmung hat sich definitiv von „das ist seltsam“ zu „wir sind noch nicht bereit dafür“ verändert. Selbst die Verschwörungstheoretiker haben Mühe, mitzuhalten. Das ist nicht das übliche verschwommene UFO-Bild oder eine Sumpfgaserklärung. Das ist Geometrie, kalkuliert und schwebt über einem Planeten, dessen Name nicht einmal für die Boulevardpresse einprägsam genug ist. Noch wilder wird es, wenn man bedenkt, wo die Pyramide schwebt. In diesem Teil des Weltraums sollte es nichts Aufregendes geben. Er wurde vor Jahren kartiert und als ruhig bezeichnet. Aber jetzt ist diese Bezeichnung ein Witz. Wissenschaftler wühlen sich durch alte Daten, um herauszufinden, ob sie etwas übersehen haben. Vielleicht war die Pyramide schon immer da, versteckt im Verborgenen. Oder vielleicht hat sie sich bewegt. Der Gedanke, dass sie sich bewegt hat, jagt mir eine Gänsehaut über den Rücken. Denn wenn sie sich bewegen kann, kann sie auch verschwinden. Oder schlimmer noch, es kann näher kommen. Und wenn man bedenkt, dass dieses Ding gerne ohne Vorwarnung auftaucht, wer kann dann sagen, dass es nicht irgendwo anders Freunde hat? Es gibt jetzt Gerüchte darüber, ob wir beobachtet werden. Nicht auf eine paranoide, albern Art. Auf eine gemessene, unbequem. Vielleicht wir waren nie allein Art und Weise. Und die Pyramide? Sie gibt keine Antworten. Sie existiert einfach, schwebt, pulsiert und wirft Schatten, wo keine Schatten sein sollten. Dieser Exoplanet wurde gerade zur neuen Reality-Show des Universums. Die neue Reality-Show des Universums. Alle schalten ein. Nicht, weil wir verstehen, wo es vor sich geht, sondern weil wir es wirklich nicht wissen. Und das ist der beängstigendste Teil von allen. Was niemand erwartet hatte, war der Einfluss der Pyramide, der weit über den Exoplaneten hinausging. Weltraumteleskope, die nahegelegene Systeme beobachteten, begannen Störungen zu melden. Statische Störungen in den Daten, kleine Schluckaufs in den Lichtkurven. Es sah fast so aus, als würde die Pyramide die Instrumente stören oder vielleicht Signale senden. Was auch immer es war. Es sah nicht wie ein zufälliges Rauschen aus. Es hatte einen Rhythmus, wie ein Morsecode für den Kosmos. Ein Observatorium meldete, dass die Sterne hinter der Pyramide schwächer wurden, als sie sollten. So, als ob etwas das Licht ein wenig stärker beugen würde, als es die Schwerkraft erlaubt. Das ließ aufhorchen. Denn wenn das stimmt, dann schwebt diese Pyramide nicht nur. Sie könnte Dinge tun, für die wir nicht einmal Namen haben. Schwerkrafttricks? Lichtverzerrung? Das ist Wissenschaft vom tiefen Ende des Schwimmbeckens. Und die meisten Leute sind immer noch mit Wasserflügeln beschäftigt. Einige Randgruppen behaupten, es handele sich um einen dimensionalen Anker, eine Art Markierung, die den Raum zusammenhält. Wild Theory? Sicher. Aber wenn nichts anderes mehr Sinn macht, erscheinen selbst die wildesten Ideen möglich. Andere sagen, es könnte ein Grabzeichen sein. Nicht für einen Körper, sondern für eine Zivilisation. Ein Grabstein, der groß genug ist, um über Lichtjahre hinweg gesehen zu werden. Wenn das stimmt, wartet die Pyramide vielleicht gar nicht auf etwas. Sie könnte uns warnen, uns zurückzuziehen. Und doch hat sich die Form nicht verändert. Nicht ein einziger Fleck, Kratzer oder Winkelverschiebung. Sie ist einfach da, unbehelligt, als ob die Zeit sie nicht berührt. Die Menschen, die ihn Tag für Tag beobachten, haben das Gefühl, dass sie ihn selbst beobachten. Lange Blicke, leere Blicke, entnervende Stille. Die Art, bei der sich der Magen ohne Grund zusammenzieht. Während wir auf eine Pyramide starrten, tauchten draußen im All weitere auf. Der Planet darunter verwirrt weiterhin die Erwartungen. Das wachsende Mysterium. Neue Oberflächenscans zeigen Flecken, die sich alle paar Wochen neu anordnen. Die Muster erscheinen, verschwinden und kommen leicht verändert wieder. Es sind keine natürlichen Formationen. Sie sehen aus wie Codes, aber nicht solche, die Menschen leicht knacken können. Es ist, als würden der Planet und die Pyramide zusammenarbeiten, beide Teil eines Systems, das wir kaum verstehen. Astronomen versuchten, Signale an der Pyramide abprallen zu lassen. Keine Antwort. Aber in dem Moment, als sie es taten, veränderte sich das schwache Herzschlagsignal nur ein wenig. Genug, um bemerkt zu werden. Genug, um eine Sache zu bestätigen. Es weiß, dass wir versuchen, mit ihm zu reden. Und wenn es das weiß, dann entscheidet es sich vielleicht, nicht zu reden. Diese Stille, sie ist wohl überlegt. Gemessen. Die Art, die nicht aus dem Nichts kommt. Die Art,
die von zu viel Wissen kommt. Willst du den Exoplaneten immer noch besuchen? Nimm ein Lunchpaket und einen Spiegel mit. Du willst sicher gehen, dass dein Spiegelbild dir zurückfolgt. Wenn nicht, dann hat die Pyramide vielleicht mehr zu sagen, als wir dachten. Die Menschen haben schon immer in den Nachthimmel geblickt und sich gefragt, ob jemand dort draußen dasselbe tut. Aber vielleicht, nur vielleicht, ist die wahre Wendung, dass jemand da draußen uns die ganze Zeit beobachtet hat. Die Theorien begannen zu überschwemmen. War es Eis? Nein. Eine seltsame Bergformation? Das passt nicht zusammen. Eine optische Täuschung, die durch die Atmosphäre des Planeten verursacht wird? Auch das hat sich nicht bestätigt. Die Wissenschaftler, die normalerweise eine klare Antwort parat haben, hatten dieses Mal keine. Nur Schweigen, gefolgt von unbehaglichen Blicken auf die Computerbildschirme. Die Form allein reicht schon aus, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber was wirklich alle erschreckt hat, es war vorher nicht da. Gehen Sie in den Teleskopdaten ein paar Monate zurück. Keine Pyramide, nur ein weiterer langweiliger Planet mit ein paar Wolken. Dann plötzlich ist er da. Schwebend, zentriert. So, als ob er dorthin gehört. Diese Art von Timing fühlt sich nicht zufällig an. Die Leute von der NASA haben das nicht auf die leichte Schulter genommen. Sie führten jeden Test durch, reinigten jede Linse, verglichen sie mit anderen Observatorien. Die Pyramiden blieben an Ort und Stelle, Tag für Tag. Sie schweben ohne Erklärung. Einige von ihnen flüsterten, sie wollten eine Sonde schicken. Andere wollten es für sich behalten. Keine undichten Stellen, keine Schlagzeilen, nur stille Updates zwischen Wissenschaftlern, die normalerweise über das Gerede von Außerirdischen lachen. Es gibt eine Theorie, dass Pyramiden in allen Kulturen aus einem bestimmten Grund auftauchen. Vielleicht ging es bei ihnen nicht nur darum, Könige zu begraben oder Götter zu preisen. Vielleicht waren es Kopien, Nachahmungen von etwas Älterem, etwas Gesehenes, etwas, an das man sich erinnert. Und jetzt hat diese Form im Weltraum den ganzen Topf aufgewühlt. Vielleicht wurden sie neugierig. Vielleicht haben sie etwas zurückgeschickt, das nicht spricht, aber dennoch viel aussagt. Eine Pyramide, die ruhig auf einem Planeten schwebt, den wir zuvor kaum bemerkt hatten. Nicht ein Schrei, nicht einmal ein Flüstern, nur eine Form, die dort sitzt und fordert uns heraus, ihr einen Sinn zu geben. Und sie ist nicht allein. Das ist der Teil, den die Leute in der ersten Panik übersehen haben. Ein paar Wochen nach der Entdeckung tauchte ein weiteres Exemplar auf. Ein anderer Planet, dieselbe schwebende Pyramide, dann eine andere, diesmal andere Größe, andere Winkel. Aber immer noch schwebend, immer noch unmöglich. Das war der Zeitpunkt, an dem die Leute aufhörten, es einen Glitch zu nennen. Die Vorstellung, dass etwas absichtlich Objekte in unsere Sichtlinie platziert, geht den Leuten unter die Haut. Es ist die Art von Phänomen, die Forscher dazu bringt, die Nächte durchzumachen und normale Menschen dazu bringt, nachts aus dem Fenster zu starren. Und die Tatsache, dass es gerade dann passiert, wenn die Erde lauter, heller und chaotischer wird. Dieses Timing fühlt sich weniger wie ein Zufall und mehr wie eine Antwort an. Wenn aus Neugierde Angst wird. Jeder Wissenschaftler, der Zugang zu einem Teleskop hatte, schwenkte es auf diese fernen Welten. Datenanalysten durchforsteten alte Archive mit Argusaugen nach allem, was ihnen entgangen sein könnte. Und tatsächlich entdeckten einige von ihnen seltsame Einbrüche im Licht der nahen Sterne, Signale, die sie zuvor als Störungen oder umherziehende Staubwolken abgetan hatten. Aber was, wenn sie es nicht waren? Wenn diese Einbrüche keine Unfälle waren, sondern Echos weiterer schwebender Formen, weitere stille Monumente, die über die Dunkelheit verstreut waren? Die ganze Zeit über blieben die Pyramiden, schwebend, unberührt von Zeit, Wind oder Schwerkraft, nicht zerbröckelnd, nicht verschiebend, ohne eine einzige Erklärung zu bieten. Wie ein Rätsel, das uns jemand in die Hand drückt, der schon weiß, dass wir nicht bereit für die Antwort sind. Irgendwann änderte sich die Frage. Es ging nicht mehr darum, was sie waren. Es ging darum, für wen sie bestimmt waren. Waren sie für uns bestimmt? Oder waren wir nur über etwas gestolpert, das für jemand anderen bestimmt war? Jemanden, der lange vor uns kam und ging? Sind wir die Nachzügler, die eine vergessene Party stürmen? Oder halten wir die Einladung in unseren Händen und beginnen erst jetzt zu verstehen? Einige glauben, dass wir schon sehr lange beobachtet werden und dass diese Pyramiden einfach der nächste Akt einer langsamen, sorgfältigen Enthüllung sind. Andere befürchten, dass es sich um einen Test handelt, eine stille Prüfung, um zu sehen, wie wir reagieren. Werden wir in Panik geraten? Werden wir uns gegeneinander wenden? Werden wir beweisen, dass wir nie bereit waren?
Aber die eigentliche Frage, die niemand laut auszusprechen wagt, lautet, was ist, wenn Sie uns nicht nur beobachten? Was ist, wenn Sie auf uns warten? Sagen Sie uns in den Kommentaren, was Sie denken. Und wenn du mutig genug bist für mehr Geheimnisse, vergiss nicht, uns zu mögen und zu abonnieren. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Auf Wiedersehen und bis später.